Wir leben in einer Welt der Illusion. Wir starren auf die Bildschirme, wir verfolgen die Schlagzeilen und wir glauben, den Krieg in der Ukraine zu verstehen. Wir glauben, es sei ein Krieg, der mit Panzern, Drohnen und mutigen Soldaten an einer fernen Frontlinie geführt wird. Wir glauben, der Westen führe diesen Krieg mit Sanktionen, mit dem Einfrieren von Vermögen und mit dem Ausschluss aus dem globalen Finanzsystem. Wir glauben, wir hätten den russischen Bären in einen Käfig gesperrt und würden ihn langsam aushungern. Aber was, wenn ich dir sage, dass das nur der sichtbare Krieg ist? Was, wenn ich dir sage, dass parallel dazu ein zweiter, stillerer, aber unendlich viel wichtigerer Krieg tobt? Ein Finanzkrieg. Und in diesem Krieg, so müssen wir uns eingestehen, hat Wladimir Putin nicht nur vorausgedacht, er hat uns schachmatt gesetzt, lange bevor wir überhaupt wussten, dass das Spiel begonnen hat. Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe, aber die meisten haben nur die Schlagzeile gelesen, nicht die tektonische Verschiebung dahinter verstanden. Der Goldpreis hat die Marke von $4.000 durchbrochen. In den Finanzmedien wird das als Folge von Inflationssorgen und Zinssenkungen abgetan. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. In Wahrheit ist dieser Preis ein Fieberthermometer, das den fortschreitenden Tod des alten Finanzsystems anzeigt. Und es ist der krönende Triumph einer 20-jährigen Strategie, die im Kreml geschmiedet wurde. Um das zu verstehen, müssen wir die Uhr zurückdrehen, ins Jahr 2006. Die Welt schwamm im billigen Geld, die Globalisierung schien unaufhaltsam, aber im Kreml begann man leise und systematisch eine Festung zu bauen. Eine Festung Russland, die immun sein sollte gegen genau die Waffe, die der Westen am besten beherrscht. Die Sanktionen. Die russische Zentralbank hörte auf, Gold zu verkaufen und wurde zu einem unersättlichen Käufer. Der wahre Beschleuniger kam 2014 nach der Annexion der Krim. In den folgenden 5 Jahren kaufte Russland fast 1.300 Tonnen Gold. Kiste um Kiste, Barren um Barren, verschwand das gelbe Metall in den Tresoren Moskaus. Heute, im Chaos des Krieges, zahlt sich diese Wette auf spektakuläre Weise aus. Russlands Goldschatz von über 2.300 Tonnen ist jetzt über 300 Milliarden Dollar wert. Während der Westen Russlands Dollar- und Euro-Reserven eingefroren hat, sitzt Putin auf einem riesigen, unantastbaren Berg aus echtem physischem Geld. Dieser Mann hat 20 Jahre lang einen Plan verfolgt, um sich und sein Land vor dem Westen zu schützen. Er hat eine Festung gebaut. Und das wirft eine einfache, brutale Frage auf. Wer baut eine Festung für dich? Wer schützt dich und deine Familie in dieser neuen, gefährlichen Welt, in der die Regeln über Nacht geändert werden? Denn in dieser neuen, gefährlichen Welt reicht es nicht nur, einen guten Trade zu machen. Es reicht nicht nur, eine kluge Investmententscheidung zu treffen. Die gleichen Kräfte, die diesen globalen Wandel vorantreiben, die geopolitischen Spannungen, der Verfall der alten Ordnung, die Errichtung neuer Machtblöcke, bedrohen nicht nur dein Portfolio, sie bedrohen deine gesamte Existenz, deine Freiheit, deine Sicherheit. Um in dieser neuen Ära nicht nur zu überleben, sondern erfolgreich zu sein, brauchst du eine Festung. Du brauchst einen Plan B. Genau dieses System lehren wir in unserem Seminar Das Schweizer Taschenmesser für deinen Plan B, das wir regelmäßig in Zürich veranstalten. Es ist das Konzentrat aus jahrelanger Erfahrung in der Beratung von Menschen wie dir. Wir zeigen dir die 7 entscheidenden Werkzeuge, die du brauchst, um in dieser neuen, gefährlichen Welt zwischen EU-Überwachungsapparat, Aufrüstung und Kriegstreiberei souverän zu bleiben. Vom unzerbrechlichen Schild einer zweiten Staatsbürgerschaft über die finanzielle Festung von Bankkonten außerhalb der EU bis hin zur Errichtung krisensicherer Unternehmensstrukturen. Und aufgrund der kritischen geopolitischen Lage haben wir einen ganz besonderen Gast. Einen Mann, der die geopolitischen Risiken kennt wie kaum ein anderer. Ex-General Erich Warth. Er war jahrelang der engste militärpolitische Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel und kennt Wladimir Putin persönlich. Er wird dir seine ungeschminkte Einschätzung der Lage geben und dir Tipps verraten, wo und wie du diesem Wahnsinn entkommen kannst. Alle Informationen dazu findest du unter dem Link in der Beschreibung. Aber nun zurück zum Thema.
Jetzt, wo du verstehst, was auf dem Spiel steht, lass uns zurückblicken auf Putins teuflische Genialität, den machiavellistischen, tugendhaften Zyklus, von dem manche Experten sprechen. Putin beginnt einen Krieg. Dieser Krieg schafft globale Unsicherheit und Angst. Diese Angst treibt Investoren und andere Zentralbanken in den einzigen sicheren Hafen, den es gibt: Gold. Der Goldpreis explodiert, seit der Invasion um über 110%. Und dieser explodierende Goldpreis finanziert wiederum Putins Kriegsmaschine. Der Brandstifter verkauft die Versicherungspolicen gegen das Feuer, das er selbst gelegt hat. Du musst nicht den Analysten glauben. Hör auf die Stimmen auf der Straße. Auf Reddit im Forum r/Gold schreibt ein User: Die Zentralbanken haben 20 Jahre lang gedruckt. Jetzt zahlen wir die Rechnung. Putin hat es kommen sehen. Gold ist die einzige ehrliche Antwort. Ein anderer kommentiert zynisch: Jedes Mal, wenn die Fed-Inflation ist vorübergehend, kauft Putin wahrscheinlich eine weitere Tonne Gold und lacht sich kaputt. Und genau das ist der Punkt. Während wir im Westen von einer Blase bei KI-Aktien fantasieren und unsere Regierungen sich immer tiefer in die Schulden stürzen, haben Putin und seine Verbündeten, insbesondere China, die Realität erkannt. Sie haben verstanden, dass ein System, das auf ungedecktem Papiergeld und dem Wohlwollen der USA beruht, ein Kartenhaus ist. Sie diversifizieren aus dem Dollar, sie bauen eine alternative Weltordnung auf. Und Gold ist das Fundament dieser neuen Ordnung. Währenddessen ist der Westen dabei, seine eigene Geschichte zu vergessen. Stell dir die Arroganz, die historische Ahnungslosigkeit des damaligen britischen Schatzkanzlers Gordon Brown vor. 1999, am absoluten Tiefpunkt des Goldpreises, verkaufte er die Hälfte der britischen Goldreserven. Ein historischer Fehler, der als Browns Bottom in die Finanzgeschichte einging. Großbritannien sitzt heute auf mickrigen 310 Tonnen Gold, die lächerliche 40 Milliarden Dollar wert sind. Und die USA? Sie spielen ein doppeltes Spiel. Sie predigen der Welt das Evangelium des Dollars, während sie selbst im größten Goldschatz der Geschichte sitzen. Über 8.100 Tonnen, die heute erstmals die magische Grenze von $1 Billion überschritten haben. Sie wissen, dass am Ende, wenn das Vertrauen in ihr Papiergeld schwindet, nur noch das Gold zählt. Jetzt bei über $4.000 schreien die ersten Analysten wieder Blase. Sie warnen, Gold sei extrem teuer im Vergleich zu anderen Anlagen. Aber sie begehen den gleichen Fehler wie 1975. Sie starren auf den kurzfristigen Chart und ignorieren die fundamentalen tektonischen Verschiebungen, die unter der Oberfläche stattfinden. Ein Händler sagte es Reuters ganz offen: Der Glaube an diesen Trade ist im Moment so groß, dass der Markt nach der nächsten großen Rundenzahl suchen wird. Und das ist die 5000. Goldman Sachs prognostiziert bereits fast $4.900 für das nächste Jahr. Warum? Weil die fundamentalen Treiber stärker sind als je zuvor. Die massiven und wachsenden Schulden der westlichen Regierung, die Diversifizierung der Reserven durch die Zentralbanken der Schwellenländer und ein schwächer werdender Dollar, während die Fed die Zinsen senkt, nichts davon wird sich mittelfristig ändern. Du musst verstehen, der Goldpreis ist kein einfacher Preis für ein Metall. Er ist ein Misstrauensvotum. Er ist der Pulsschlag der globalen Angst. Jeder Dollar, den er steigt, ist eine Stimme gegen die fiskalische Verantwortungslosigkeit, gegen die Währungsentwertung und gegen die unberechenbare Politik unserer eigenen Regierungen. Was wir gerade erleben, ist kein normaler Bullenmarkt. Es ist eine Neubewertung von allem. Es ist das langsame, schmerzhafte Ende des Dollarstandards und die Morgendämmerung einer neuen, multipolaren Weltordnung. In dieser neuen Welt wird Macht nicht mehr nur in Flugzeugträgern und Dollars gemessen, sondern in Tonnen physischen Goldes, die sicher im eigenen Land lagern. Wladimir Putin hat dieses Spiel vor 20 Jahren begonnen. Er hat geduldig gewartet, während der Westen ihn belächelte. Jetzt, wo der Sturm da ist, sitzt er in seiner goldenen Festung, immun gegen unsere Sanktionen, finanziert durch unsere eigene Angst. Das ist kein Zufall, das ist Strategie. Das ist der lange, kalte Blick eines Mannes, der die Schwäche seines Gegners erkannt und ausgenutzt hat. Und wir? Wir haben zugeschaut. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland?
Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.